Zweck dieser Versuchsreihe ist die Kompatibilität der alten Sensormodule mit den neuen UNO-Modellen Minima und Wi-Fi darzustellen. Als UNOs benutze ich die neuen Modelle der R4er-Reihe. Die alten Sensoren sind aber aus dem 37-Sensor-Kit Version 2 von Elego aus dem Jahre 2019. Ich werde die Versuche des alten Handbuchs nachbauen und eventuelle Änderungen am Programmcode anzeigen und auch korrigieren. Dazu werde ich den oder die Sensoren an beide UNO R4 Modelle anschließen und auch testen. Wie versprochen, stelle ich hier nun die beiden Buzzer-Module vor. Eigentlich sollte es mit dem Einsatz der Buzzer an den beiden neuen UNO keine Probleme geben. Aber der Vollständigkeit halber bespreche ich die Bauteile hier. Die Informationen zu den Bauteilen gibt es im 9. und im 10. Kapitel. Beginnen wir also mit dem aktiven Buzzer. Diesen erkennt man meist an dem noch aufgeklebten Siegel, das aber bei Gebrauch abgenommen werden soll. Der aktive Buzzer oder Piepser hat einen eingebauten Oszillator und sendet einen Ton auf einer festen Frequenz. Im Aufbauplan wird der einfache Zusammenbau des Versuchs gezeigt. In meinem Beispiel, das nicht aus der ursprünglichen Anleitung ist, spiele ich einen kleinen Rhythmus mit verschiedenen Geschwindigkeiten ab. Ich übertrage nun den gleichen Sketch auf ein UNO R4 Wi-Fi, starte und erhalte das gleiche Ergebnis. Jetzt ist der passive Buzzer an der Reihe. Dieser hat kein aufgeklebtes Siegel. Der passive Buzzer besitzt im Gegensatz zum aktiven Piepser keinen Oszillator und benötigt daher eine 2 bis 5 kHz Sinuswelle, um einen variablen Ton zu erzeugen. Der Aufbau der Versuchsanordnung entspricht dem Aufbau wie beim aktiven Buzzer und ist bei beiden UNO R4s gleich. Ich lade also meinen kleinen Sketch. Auch dieser ist nicht aus der originalen Vorlage von Elego. Ein kleines Lied wird über den passiven Buzzer ausgegeben. Leider ist die Lautstärke etwas gering, aber zum Verständnis der Funktion sollte es reichen.
Und zum Schluss wollen wir auch eine KI einsetzen, um uns ein Buzzer-Beispiel zu generieren. Dazu bitte ich ChatGPT, mir ein Arduino-Programm zu schreiben mit der Ausgabe von Freude schöner Götterfunken auf einem passiven Buzzer. Es soll auch eine Anschlusszeichnung zur Verfügung gestellt werden. Also fangen wir an. Schreibe mir ein Arduino-Programm, das alle Takte von Freude schöner Götterfunken auf einem passiven Buzzer ausgibt. Dazu eine Aufbauzeichnung mit Arduino, Buzzer und Kabel. Um die Melodie von Freude schöner Götterfunken, auch bekannt als Ode an die Freude von Beethoven, auf einem Arduino mit einem passiven Buzzer zu spielen, benötigen wir ein Arduino-Programm, das die Frequenzen der Töne und ihre jeweilige Dauer angibt. Hier ist das Programm, gefolgt von einer Aufbauzeichnung. Um den Buzzer mit dem Arduino zu verbinden, benötigen wir nur wenige Verbindungen. Erstens den positiven Anschluss des Buzzers mit einem digitalen Pin des Arduinos, zum Beispiel Pin 8. Zweitens den negativen Anschluss des Buzzers mit dem Ground der Masse des Arduinos, und hier ist nun eine einfache Schaltplanzeichnung. Weitere Hinweise: Der verwendete Header Pitches.h enthält die Frequenzen der Töne. Hier ist der Inhalt dieser Datei. Die Notenlängen sind in Achtelnoten angegeben. Du kannst die Notendauer in der No-Duration-Liste anpassen, um das Tempo der Melodien zu ändern. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe den Sketch in mein Arduino R4 Wi-Fi geladen und dann an den Enden der Liedphrasen die Achtelnoten in Viertelnoten umgewandelt und etwas die Duration verändert. Mein Fazit: Alles hat mal wieder wie erwartet funktioniert und ich bin zufrieden. Und das nächste Mal, da schaue ich mir dann in Lektion 11 ein Lasermodul an. Danke fürs Zuschauen und Salü aus dem Saarland.